Wer glücklich mit seiner Bremse ist, der kauft sich keine neue Bremse. Warum habe ich dann eigentlich die Trinity gekauft? Es war mal wieder soweit. Intent hat seine Pforten bzw. seinen Server geöffnet und hat Batch 4.1 und 4.2 der Intent Trinity verkauft. Jeweils 25 Stück. Einmal die Enduro-Variante und einmal die Downhill-Variante, die in insgesamt ungefähr 4 Minuten ausverkauft waren. Und da es nun einige Zeit her ist, dass ich meine Trinity ans Rad geschraubt habe, habe ich mir gedacht, dass ich heute nun endlich mal dieses große Vergleichsvideo mit der Maxima und noch ein paar anderen Bremsen, die ich in letzter Zeit fahren konnte, herausbringe. Lustigerweise ist es so, dass ich die Intent gerade wieder von meinem Rad runterschraube, liegt aber nicht daran, dass ich die Bremse nicht genial finde, sondern einfach, dass ich alles auseinanderbaue, weil ich mal wieder ein neues Projekt habe. Aber dazu kommt ein späteres Video, da wird heute nichts drüber gesagt. Im Lieferumfang der Bremse ist eigentlich alles dabei, was man braucht, um die Bremse sofort in Betrieb zu nehmen. Das heißt, man hat die Vorderradbremse, die schon entlüftet ist, bzw. befüllt und entlüftet. Bei Intent kommt die Hinterradbremse aber nicht befüllt. Das heißt, man macht das erst, nachdem man die durch den Rahmen gefädelt hat. Das ist eigentlich eine ganz coole Sache, denn die Entlüftung ist super, super einfach. Im Lieferumfang noch enthalten ist so ein kleiner Torx-Schlüssel, da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wo der ist. Der ist so klein, dass der schnell verschwunden geht. Da ist er. Was ich jedem empfehlen kann, jetzt wo ich ihn gerade abschraube, ist auch den coolen Intent Bremsadapter zu bestellen. Da war es ja so, dass ich den schon liegen hatte. Cornelius hatte mir da mal vor Ewigkeiten einen zugesandt. Das funktionierte aber leider nicht mit meiner Maxima, weil die zu groß ist. Das heißt, der Bremssattel ist zu groß und ich konnte die so nicht montieren. Hatte also den ganz normalen Hope Adapter hinten an Rahmen montiert. Ja, aber mit dem Intent-Adapter und der Intent-Bremse sieht das sehr viel schöner aus. Das steht nicht so weit ab. Also das ist auf jeden Fall ein großer Pluspunkt. Natürlich kann man sagen, ja, das hat ja jetzt nichts mit der Bremse als solches zu tun, aber es passt einfach in das Gesamtsystem dieser edlen Optik hinein. Was ich auch noch empfehlen würde bei der Bestellung, wenn denn dann der nächste Batch zur Verfügung steht, sind die SRAM-Adapter, wenn man denn dann SRAM fahren möchte, die man hier an die Bremse ganz normal dran schrauben kann. Das ist dieses Matchmaker X-Zeug. Und was habe ich gemacht? Ich habe eins für meinen Dropper mitbestellt und auf der anderen Seite habe ich es einfach mal gelassen. Denn Cornelius hat ja in seinem Video gesagt, dass man die auch einfach mal abschleifen kann. Das heißt, die Aufnahme für den Hebel ist bei Intent etwas schmaler. Das heißt, dieser Matchmaker, diese Schelle muss schmaler sein, um dort in den Hebel reingesetzt zu werden. Und ja, bei SRAM sind die ein bisschen breiter und man muss das Ganze ein bisschen abfeilen. Das habe ich gemacht, um einfach mal zu testen, wie das Ganze so funktioniert. Ich habe ungefähr 10 Minuten gebraucht und meine Fingernägel auch mit leicht abgefeilt. Also wer sich hier eine Maniküre ersparen möchte, der bestellt das einfach für die paar Euro mit und dann hat man eine schöne Gesamtintegration in diesem System und muss nicht anfangen rumzuschleifen, so wie ich das gemacht habe. Und wenn man es nun geschafft hat, die Bremsleitung durch den Rahmen zu fädeln, dann geht es natürlich los an die Entlüftung. Und da muss ich einen kleinen Tipp geben. Da ist es mir nämlich passiert, die Entlüftung war gar nicht so painless, wie ich ursprünglich dachte. Cornelius hatte ja da in seinem Video gezeigt, zack, einmal durchpumpen, einmal zurück und schon ist die Bude fertig. Das war bei mir leider nicht der Fall. Welchen Fehler habe ich also gemacht? Ich habe mit der Spritze das Öl, hätte ich eigentlich wissen müssen, zu schnell hochgezogen. Und wenn man das macht, dann kommen so ganz kleine Bläschen mit in diese Bremsflüssigkeit rein. Und ich habe den zweiten Fehler gemacht, also gleich zweimal denselben Fehler im Prinzip. Ich habe zu schnell durchgepumpt und dann war eben durch diese schnelle Bewegung im System diese ganz kleinen Bläschen, die sind dann im Öl gewesen. Naja, was habe ich also gemacht? Ich habe das alles erstmal ruhen lassen und habe dann nochmal nach ein bisschen Zeit das Ganze langsam gemacht und dann ist es wirklich dieser Painless Bleed. Das heißt, man pumpt einmal durch, man zieht es einmal wieder zurück, dann vielleicht noch einmal durch, wieder zurück und dann verschließt man das System und das ist echt genial. Und das Verschließen am hinteren Sattel ist auch wirklich cool gemacht. Das heißt, man hat noch die Spritze drauf, dreht aber schon diese kleine Schraube zu und dann ist das System verschlossen. Und dann macht man Unterdruck an der Spritze, zieht es raus und schweinert gar nicht rum. Ich habe sogar am Rad dann noch irgendwann noch mal entlüftet, weil ich der Meinung bin, dass eine Bremse, die mal richtig heiß geworden ist und im Betrieb, ja, in Bewegung war,
dort nochmal kleine Luftbläschen irgendwo auftauchen. Das heißt, ich habe die Bremse am Rad mit montierter Scheibe und montierten Belegen nochmal entlüftet. Und das hat wunderbar funktioniert. Also das ist eine richtig coole Sache. Ja, und am Hebel ist es so, da steckt man so einen kleinen Imbusschlüssel in die Spritze rein, kann die abziehen, schraubt oben zu, wischt ein bisschen ab und fertig ist der Lack. Bei der Montage der Hinterradbremse war es auch sehr, sehr einfach, die Bremse schleifsfrei zu bekommen. Da habe ich das wie immer gemacht. Ich habe einfach den Bremssattel mittig über der Scheibe montiert, ohne eingebaute Bremsbeläge und habe das Ganze dann alles festgezogen und dann habe ich die Bremsbeläge eingebaut und an die Scheibe gepumpt. Bei der Vorderradbremse ging das leider nicht so. Das heißt, die Vorderradbremse kommt ja schon befüllt, fertig, so wie sie hier jetzt ist, und dort muss man die Kolben nochmal zurückdrücken und dann habe ich versucht, genau dasselbe zu machen. Das ging leider bei mir nicht, denn die Kolben waren einfach zu weit draußen, ließen sich nicht komplett zurückdrücken. Das hat dazu geführt, dass zum einen die Montage der Bremsbeläge sehr, sehr fummelig war und ich die gar nicht so richtig reinbekommen habe und zum anderen, es hat geschliffen. Dann habe ich natürlich mit Intent Rücksprache gehalten und die haben gesagt, ja, fahr das Ding erstmal. Ich bin eine Abfahrt gefahren, das Ding ist heiß geworden und es hat nichts mehr geschliffen. Und danach habe ich es nochmal richtig eingestellt und dann war auch alles gegessen. Das heißt, wer dasselbe Problem hat, einfach mal heiß fahren. Das hilft Wunder. Es kann nämlich dazu führen, dass die Quadringe, die hier in dem Bremssattel drin sind, dann Hitze bekommen und dadurch ein bisschen, so habe ich das verstanden, flexibler werden und das nicht so sticky ist. Was ich auch, wo ich es gerade in der Hand habe, hervorheben muss, das ist eine richtig coole Sache. Hier kann man schön den Bremshebel drehen und man hat keinen Drall. Was ich aber auch gerade merke, ist das Dreck. Okay, ist nur Dreck. No worries. Ja, und wo ich gerade von der Hauptmethode spreche, da habe ich es ja bei der Maxima immer so gemacht, wenn die so leicht geschliffen hat, habe ich mit einem kleinen Schraubendreher da zwischen die Bremsbeläge gedrückt und die auf der Seite rüber gedrückt, die Kolben, dort wo es dran geschliffen hat. Ja, und dann habe ich nochmal die Bremse gezogen und dann wurde das zentriert. Das ging bei der Intent nicht. Ich hatte dann diesen komischen Fall, wo ich das Ganze rüber gedrückt habe und dann habe ich versucht, die Belege wieder ranzupumpen und hatte plötzlich gar keinen Druckpunkt und konnte den Hebel komplett bis zum Lenker durchziehen. Das war aber irgendwie ein bisschen dumm, denn, und das ist bei der Bremse so, der Hebel muss komplett entlastet werden. Da ist so dieser kleine Kolben, der erst in den anderen Kolben reindrückt und wenn man das nicht komplett entlastet, dann kann das tatsächlich passieren. Ist also kein Problem gewesen, wenn man das weiß, dann kann man das machen. Oder man lässt es einfach, fährt eine Abfahrt und dann schleift es schon gar nicht mehr. Ja, ich bin da recht penibel, ich habe mich da auch drauf eingeschossen, meine Bremsen sehr, sehr perfekt einzustellen und da habe ich versucht, das so zu machen, aber führte im Anfang nicht zu dem gewünschten Ergebnis, aber danach schon. Was aber auch bei der Trinity cool ist im Vergleich zum Maxima, ist ein kleines Detail, aber gar nicht so unerheblich. Wenn man die Bremsbeläge montiert, muss man die ja von oben so leicht reindrehen und schieben. Ja, die gehen aber wirklich nur so weit reinzuschieben, dass man die Belagshalteschraube dort durchschieben kann. Bei der Maxima ist es so, dass man die nach unten rein theoretisch wieder durchschieben könnte. Und das fand ich eigentlich eine ganz coole Sache. Das hat die Montage doch ein bisschen erleichtert. Bei der Maxima ist es mir manchmal passiert, dass ich die zu weit nach unten geschoben habe und dann passte das irgendwie nicht und dann musste ich sie wieder langsam hochfummeln und das ging dann nicht so einfach. Auch die Entnahme der Belege geht bei der Trinity recht gut. Da muss man aber dazu sagen, wenn die runtergebremst sind, muss man sowieso das Vorderrad mal ausbauen oder eben das Hinterrad, um die Kolben zurückzudrücken, sonst kann man ja keine neuen ungefahrenen Belege dort montieren. Vom Gewicht her sind die Bremsen doch ein großes Stück auseinander. Ich glaube so um die 50 Gramm. Ich werde jetzt mal die beiden Gewichte einblenden für die Vorderradbremse. Ich habe die Belege rausgelassen, denn da ist ja doch immer noch ein kleiner Unterschied, ob man nur Stahlträgerplatte hat oder Aluträgerplatte und so weiter. Also die habe ich außen vor gelassen und da ist die Trinity doch ein Stückchen leichter. Und nun kommt die große Frage, wie bremst sie sich denn überhaupt im Vergleich zur Maxima? Ne? Darum sind wir ja jetzt hier. Wir wollen ja wissen, ob sie genau dieselbe Power hat, ob sie schlechter oder besser oder irgendwie anders ist. Und das werde ich jetzt beantworten. Da man ja nicht immer so einen direkten Vergleich hat, wenn man so zwei Bremsen abschraubt und wieder die zwei neuen Bremsen dran schraubt, bin ich erstmal eine Weile nur mit der Vorderradbremse, der Trinity und der Hinterradbremse der Maxima gefahren. Die Maxima war eingefahren, die Trinity noch nicht. Das erste, was ich gemacht habe, bevor ich überhaupt gefahren bin, ich habe die Hebelweite verglichen. Also diesen Leerweg, diesen Totweg zum Druckpunkt. Und da ist es bei der Maxima so, wenn die eingefahren ist, sind wir so ungefähr bei 24 mm. Bei der Trinity war sie uneingefahren 20 mm.
die Distanz. Jetzt ist sie eingefahren und wir haben einen Leerweg zwischen 12 bis 15 Millimetern. Also das ist wirklich sehr, sehr kurz. Finde ich aber genial, führt nicht dazu, dass die Bremse schleift oder sonstiges. Man hat halt eben einen sehr kurzen Hebelweg und das finde ich richtig, richtig gut. So, und dann bin ich nun mit meiner Trickstuff Maxima Kombination ein paar Mal die Trails hoch und runter gefahren und was konnte ich feststellen? Es ist so, die Maxima ist sehr, sehr gut eingelaufen und der Hebel lässt sich oder ließ sich etwas leichter ziehen. Das heißt, dieser Widerstand, der war, also bei der Maxima ist überhaupt kein Widerstand da, bei der Trinity auch nicht. Es gab da jetzt gerade so eine neue Messung mit der SRAM Maven, die rausgekommen ist, dass man da bis zu 700 Gramm Gewicht braucht, um dass sich der Hebel bewegt und dann muss das irgendwie entlüftet werden, dass das besser wird. Ich habe keine Ahnung, ich habe das nur so nebenbei verfolgt. Jedenfalls ist es bei der Trinity sehr, sehr gering, das Gewicht. Bei der Maxima, wenn sie eingefahren ist, wahrscheinlich noch geringer. Ich habe es nicht gemessen. Es war einfach so ein Gefühl, als ich beide Bremsen gezogen habe. Jetzt ist die Trinity auch eingefahren und jetzt kann ich sagen, da ist überhaupt kein Unterschied. Der Hebel ist so schön leichtgängig. Das merkt man aber erst, wenn man andere Bremsen in der Hand hat. Und das hatte ich. Ich bin eine Hayes Dominion gefahren, die A4. Ich bin Shimano XTR, ich bin Shimano XT, ich bin Hope T4V4 gefahren und ich hatte auch mal die Lewis Bremse in der Hand. Und bis auf die Lewis waren alle Bremsen vom Hebelgefühl her irgendwie schwergängiger. Es ist nicht, ich will nicht sagen, dass es schwergängig war in dem Sinne, dass man dann eher ermüdet oder so. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das so ist, sondern einfach, wenn man am Hebel zieht, dieses Gefühl, dieser Widerstand, der ist eben da. Und den hast du bei der Trinity überhaupt nicht. Und jetzt kommt's, die Power. Rein rechnerisch gesehen ist die Maxima stärker als die Trinity. Und die Trinity stärker als alles andere, was danach kommt. So ungefähr. Hab's nicht genau ausgerechnet. Hab nur ein bisschen Forum rumgeschaut. Es ist aber tatsächlich so auf dem Trail, dass ich mit der Trinity von Anfang an irgendwie besser klarkam als mit der Maxima. Bei der Maxima hast du Power pur. Die lässt sich aber nicht so gut dosieren wie mit der Trinity. Ich habe da so eine Segmente, wo ich ganz, ganz enge Kurven rumfahren muss. Und da war es bei der Maxima so, ja, ich war schuld, nichtsdestotrotz war es eben bei der Maxima so, dass ich zwischen Vorderrad blockieren und leicht schleifen lassen, um diese Spitzkehre rumzufahren, da war so ein schmaler Grat, dass ich immer irgendwie so teilweise stotternd, also zu viel gezogen, dann habe ich wieder losgelassen, dann war es wieder zu schnell. Und das ging mit der Trinity von Anfang an richtig, richtig gut. Also das fand ich genial. Und das hat man ja auch an meinen Stoppie-Versuchen gesehen. Mit der Trinity bin ich auch erst auf die Idee gekommen, den Stoppie nochmal richtig zu üben. Mit der Maxima hatte ich so das Gefühl, naja, da ist so ein schmaler Grat, wenn du dann zu doll ziehst, gehst du sofort über den Lenker und kannst das gar nicht richtig üben. Die Trinity war richtig gut dahingehend. Da muss man natürlich sagen, man könnte bei der Maxima auch die Standardbeläge, ich bin mit dem Power Plus gefahren, einbauen und dann hat man ein bisschen weniger Bremskraft und dann kann man das wahrscheinlich auch besser dosieren. Aber ich habe jetzt die Standardbeläge genommen, die eben auch mit der Trinity kamen und mit der Maxima und bin damit lange gefahren und kann dann eben sagen, dass die Trinity für mich in diesem Aufbau besser passt als die Maxima. Die finale Bremskraft, das zu zeigen oder in irgendeiner Art wiederzugeben oder zu erfühlen, das geht nur, wenn man voll auf die Bremsen geht. Und da ist es bei beiden Bremsen so, dass man da sofort über den Lenker geht, wenn man dran ziehen würde, also volle Kraft. Also da merke ich kaum einen Unterschied zwischen den beiden Bremsen und kann dann also auch sagen, ich als schwerer Fahrer, so um die 90 Kilo, ein bisschen mehr, wenn ich Rucksack und alles aufhabe, komme mit der Trinity perfekt klar, mit der Maxima natürlich auch. Was ich recht häufig auf dem Trail gemerkt habe, ist dieses harte Anbremsen, was man mal macht, wenn man so runter so eine steile Abfahrt hat und irgendwie kurz vor einer Kurve nochmal bremsen muss. Das fühlte sich mit der Trinity irgendwie besser an, weil der Druckpunkt härter ist. Was die Geräuschkulisse betrifft, ist die Maxima für mich tatsächlich noch ein bisschen besser und leiser. Aber da ist es auch so, dass ich sehr, sehr lange Zeit damit verbracht habe, die richtige Belagsscheibenkombination herauszufinden. Ich hatte Intent-Scheiben, ich hatte THP-Scheiben, ich hatte Shimano-Scheiben, ich hatte Trickstuff UL und HD-Scheiben. Ich habe es mit richtig vielen Scheiben und allen möglichen Belagskombinationen probiert und man hatte immer dieses Gurgeln, wenn man mal wirklich hart reingebremst hat und langsamer wurde. Da war diese... Das kann man auch in einigen meiner Rennvideos sehen. Irgendwann nach Gabelwechsel, Laufradwechsel und allen möglichen anderen Sachen bin ich dann auf die Kombination gekommen, die Galfer Wave Floating Version 2 mit den Galfer-Belegen, die ist dann wirklich komplett ruhig in der Maxima.
Blöderweise ist die Trinity mit ihren Standardbelegen auf dieser Galferscheibe wieder so leicht rubbelig. Also dieses Geräusch, das hört man in manchen Videos, von meinen Stoppie-Videos hört man das relativ gut, dass da auch dieses Gurgeln wieder vorhanden ist. Ich habe noch nicht die Galfer Grünbelege eingebaut. Das werde ich als nächstes testen, wenn die anderen Belege runter sind. Die von der Trinity kommen, das sind keine Trickstuff Power Belege, falls das jemand denkt. Ich habe da wirklich Rücksprache gehalten. Es sind einfach andere Belege, die auch sehr viel länger halten. Was ich an Stoppie-Übungen gemacht habe, und die Belege sind immer noch richtig, richtig gut. Was ich dazu aber auch sagen muss, ist, dass dieses Rubbeln weniger ist, als bei der Maxima am Anfang war. Also das kann man immer noch tolerieren. Ich bin da relativ penibel. Wenn an meinem Rad irgendwas nicht funktioniert, knarzt, quietscht oder rubbelt, fahre ich nach Hause und baue die komplette Kiste auseinander und schaue, was es ist. Und das war bei der Trinity nicht der Fall. Ich bin dann einfach weitergefahren und es ist wirklich nur der Fall, wenn man richtig hart reinbremst und sehr, sehr langsam fährt. Dann fängt die so leicht an zu rubbeln, aber auch nur in der Kombination, die ich habe. Ich gehe mal davon aus, wenn ich jetzt die Intentscheiben dran schrauben würde, dann würde das wahrscheinlich auch wieder anders aussehen. Also da muss man ein bisschen probieren und ich denke, dass wenn ich die Galfer, die grünen Belege reinschraube, da auch Ruhe ist. Und da ich ja jetzt schon wieder ewig lang gelabert habe, möchte ich nochmal auf die Power zu sprechen kommen. Das Gefühl der Bremse ist auf einem super hohen Niveau. Also Haptik, Optik und alles, das passt richtig zusammen. Das sieht so richtig geil aus. Am Anfang dachte ich so, die Maxima, gerade mit meinen enteloxierten Hebeln bzw. Deckeln, sieht ein bisschen besser aus. Aber als ich dann, wie gesagt, mit meiner Trinity Maxima Kombination den Berg runtergefahren bin, da war die Trinity dann irgendwie optisch doch reizvoller. Mag vielleicht daran liegen, dass die Maxima ja jetzt doch schon eine Weile gefahren bin und die Trinity neu war, aber ich finde es auch jetzt immer noch richtig, richtig schön. Und nun ist die Frage, wie ist der Vergleich mit anderen Bremsen? Ursprünglich wollte ich ja nur Trinity mit Maxima vergleichen, aber ich hatte ja jetzt die Chance, viele verschiedene Bremsen zu fahren und ja, ich möchte vorneweg sagen, ich bin da sehr verwöhnt. Wer von einer Direttissima auf eine Maxima umsteigt und dann die Trinity ans Rad schraubt und das jahrelang so fährt, dann ist man so verwöhnt, dass man alle anderen Bremsen irgendwie blöd findet. Nicht blöd im Sinne von Optik, sondern einfach so vom Bremsgefühl her. Es gab keine Bremse, die so ein leichtes Hebelgefühl hatte wie die Maxima oder eben die Trinity. Und die Power war auch bei keiner so gegeben wie bei diesen beiden Bremsen. Ich will nicht sagen, dass die anderen Bremsen schlecht sind. Wer glücklich mit seiner Bremse ist, der kauft sich keine neue Bremse. Warum habe ich dann eigentlich die Trinity gekauft? Ich bin voll bekloppt. Wer nicht bekloppt ist und seine Bremse gut findet, der kauft sich keine neue Bremse. Wenn man aber eine der besten Bremsen auf dem Markt hat, und ich bin der Meinung, dass die Trinity so, ja, Preis 950 €, Leistung super, dass die Trinity richtig gut ist, dann, wenn man dann zurückgeht, merkt man den Unterschied dann doch deutlich. Wenn man mit seiner Bremse zufrieden ist und keine andere Bremse testen kann, dann ist das vollkommen egal. Und was habe ich getestet? Ich bin die Hopetech 4 V4 gefahren mit einer 223er Scheibe vorn dran oder 25er Scheibe. Und von der Bremskraft her war sie weniger als die Trinity. Sie ließ sich super dosieren, aber es war halt irgendwie weniger. Dann die Hayes Dominion A4. Auch mit 223er Scheibe, mit Originalbelegen. Da war die Bremskraft auch sehr viel weniger. War aber auch so, dass es das Pole war mit einem sehr viel höherem Gewicht. Und ich muss auch sagen, ich habe mich nie unsicher gefühlt, bei der Hope auch nicht. Es war einfach anders. Wenn man gewohnt ist, ganz, ganz kurz vorher hart zu bremsen und dass die anderen Bremsen dann nicht so machen oder mitmachen oder anders reagieren, dann ist es irgendwie blöd. Ist ja klar. Muss man sich erstmal dran gewöhnen und dann ist es auch kein Problem. Die XDR und die XT-Bremsen mit Original-Resin-Belegen fand ich wirklich schlecht, muss ich ehrlich sagen. Von der Power her, da habe ich mich ein paar Mal unwohl gefühlt, gerade wenn es so ein bisschen steiler wurde und die Bremse trotz harten Bremsen nicht so ganz das gemacht hat, was ich wollte. Und ich muss auch sagen, als ich dann wieder von der XDR auf meine Trinity zurück bin, habe ich mich auch ein paar Mal verbremst, weil einfach diese Power da war, wo man gedacht hat, oh mein Gott, boah, ich ziehe zu doll an der Bremse. Das ließ sich dann aber auch schlechter dosieren, so für den Anfang. Da musste man sich auch erst wieder dran gewöhnen. Was aber eine Sache ist, das ist Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau. Hope, Hayes und die Trickstuff und XDR-Bremsen, das sind alles super, super Bremsen.
Die Trinity, für mein Gefühl, ist noch ein Ticken besser, aber es liegt einfach daran, dass der Cornelius wahrscheinlich ein Perfektionist ist. Perfektionist in dem Sinne, so wie ich es an meinem Rad bin, es darf einfach nichts knacken, es muss halt alles irgendwie zusammenpassen. Deswegen auch das neue Projekt, von dem ich noch nichts erzählt habe. Und ja, das schafft für mich die Trinity am besten. Und mit diesen Worten möchte ich mein Wort zum Sonntag beenden. Wer eine Bremse hat, die funktioniert, lasst es, fahrt mit der Bremse, seid glücklich. Wenn ihr einmal sowas wie eine Trinity oder eine Trickstuff am Rad habt und dann noch ein anderes Rad habt, ich glaube, dann werdet ihr sparen müssen, um dann dort auch noch die Bremse dran schrauben zu wollen. Denn wenn man einmal sowas hat, möchte man ungern zurück zu etwas anderem, auch wenn das andere gut ist. Aber das Bessere ist bekanntlich der Feind des Guten. Und das war's für heute. Ciao, bis zum nächsten Mal.